Hast du eine Website, dann solltest du das kostenfreie Tool namens Google Search Console verwenden. Wenn du es bereits verwendest, wirst du ab und zu Benachrichtigungen bekommen, dass deine Website vielleicht ein Problem hat. Genau diese Fehlermeldungen und Probleme werden wir uns heute in diesem Video anschauen. Am Ende des Videos habe ich eine Überraschung für dich, weil ich einen exklusiven Discount-Code für unseren SEO-Kurs dir zur Verfügung stelle. Wenn du das Tool noch nie verwendet hast, habe ich dir auch ein Video bereits produziert, das ich dir oben einblende, wo ich dir in einer Mitmachanleitung zeige, wie man das eben grundlegend verwendet. Wenn du die Google Search Console öffnest, findest du im linken Bereich den Bereich Seiten und da findest du eben den Bericht der Seitenindexierung, wo Google dir eben gewisse Fehlermeldungen oder Warnmeldungen ausspricht. Doch in einem anderen Bereich könnten Fehlermeldungen herkommen, und zwar das ist links im Bereich entweder Verhalten von Website, also wenn Ladezeit, HTTPS oder ähnliches ein Problem hat, oder im Bereich eben Core Web Vitals das gleiche Thema, wenn hier die Desktop oder die mobile URL einfach zu langsam ist oder es Probleme auf der Website gäbe in Bezug auf Ladezeit, dann würde es auch hier du entdecken. Wir konzentrieren uns eben heute auf den Bericht von der Seitenindexierung. Grundsätzlich kann man hier links oben ist ein Filter, den viele gerne übersehen, ist eben, dass man hier umstellt auf eben nur Seiten, die über die Sitemap gesendet werden. Und du siehst hier den Unterschied, wenn ich sage, alle bekannten Seiten haben wir da in Summe fast 3000 Seiten und wenn ich nur die Seiten bedenke, die über die Sitemap geschickt werden, sind das eben nur mehr 275. Du siehst hier eben, wie viele sind indexiert, das heißt, die findet man in Google grundsätzlich und wie viele Seiten wurden nicht in Google aufgenommen. Bei unserem Beispiel bei It Helps haben wir im Zeitverlauf im November scheinbar irgendwo ein Problem gehabt und hatten sozusagen sehr viele Seiten, nämlich 741 Seiten, kurzzeitig in der Sitemap, aber Google hat sie nicht aufgenommen scheinbar. Genau, seitdem ist es aber alles okay. Das heißt, dieser Zeitstrahl hilft dir einfach, dass du siehst, ist dieses Problem überhaupt ein dauerhaftes oder nicht. Scrollt man da runter, dann sieht man eben die Fehlermeldung. Damit das natürlich interessanter ist, gehe ich hier auf alle bekannten Seiten und habe hier natürlich jetzt so eine klassische Liste an gewissen Fehlern. Die kann bei dir eben kürzer sein oder länger, aber grundsätzlich sind das die häufigsten Fehler. Fehler Nummer 1 ist Seite mit Weiterleitung. Das ist grundsätzlich kein Fehler, es muss einem nur bewusst sein. Die Seite mit Weiterleitung bedeutet, dass eben eine URL, die irgendwo verlinkt wird, also entweder extern irgendwo erwähnt oder intern irgendwo verlinkt, Google darauf geklickt hat und eben eine Weiterleitung ausgelöst wird. Grundsätzlich kein Problem. Es muss einem nur bewusst sein und wenn ich sehr viele Weiterleitungen habe, so wie in unserem Fall, dann müsste man sich überlegen, ob man das auflöst. Bei uns, man sieht hier immer, welcher URL wäre betroffen. Ich kann den hier jetzt kopieren und dann eben aufrufen. Genau, wird umgeleitet. Man sieht das hier schön, welche Umleitungsstrecke das auch geht. Kann den eben direkt aufrufen oder eben, wenn man auf die Lupe klickt, kann man sozusagen diese URL analysieren und kriegt Informationen eben darüber, was jetzt in dem Case nicht so interessant ist, aber vielleicht wann war er das letzte Mal oben, dieser Google-Bot oder das Google-Programm und so weiter. So, und wir sehen, und das ist ganz wichtig, wann wurde der Fehler das letzte Mal erkannt. Das heißt, wir haben sicher auch Fehler von 2021, die kann man getrost dann ignorieren, solange sie nicht bestehen. Also, hast du viele Weiterleitungen, würde ich es auflösen. Wenn nicht, würde ich es mir bewusst immer wieder anschauen, aber grundsätzlich kein Grund, akut zu handeln. Nächste Fehlermeldung ist alternative Seite mit richtigen kanonischen Tag gefunden oder zugeteilt 714 Versionen. Auch hier müssen wir uns das genau anschauen und zwar erkenne ich sofort das Problem, du vielleicht noch nicht. Und zwar geht es hier, dass wir diese URL haben und wenn ich diese eben aufrufe, dann ist die da vorhanden. Schauen wir uns da mal den Canonical an und der Canonical ist eben ein anderer als diese URL. Das hat damit zu tun, dass unser Cookie-Banner aktuell eben, wenn eine Option ausgewählt wird, dieses Ding da dran setzt. Das ist grundsätzlich für den User überhaupt kein Problem. Problem natürlich für Google, er sieht die Website ein bisschen doppelt. Diese Fehlermeldung per se ist eigentlich auch nur eine Information, nämlich du hast Seiten, die einen anderen Canonical Tag haben als auf sich selbst zeigend.
wenn Canonical eingesetzt sind, das ich immer grundsätzlich empfehle, dann ist das ein cooler Bereich, um zu schauen, passt da alles und sind hier wirklich alle URLs, macht das Sinn oder eben nicht. Das heißt, hättest du da eine URL drinnen, die du aber gerne eher in dem Google Index hättest, also die soll gefunden werden, also eine richtige URL, dann muss man sich überlegen, was man da für einen Fehler macht und hat vielleicht ein Problem mit den Canonical Tags, dass die eben gerade falsch sind. Also ist sozusagen ein Hinweisgeber für ein eventuelles Problem. In unserem Case passt das aber und deswegen gehe ich weiter zum nächsten Fehler. Gut, das ist ein Fehler, den man sich anschauen sollte, nicht gefunden 404. Das steigt bei uns auch über die Zeit, ist natürlich schlecht und hier sehe ich, dass gewisse URLs irgendwo verlinkt sind und wenn ich jetzt diesen Link aufmache, dann komme ich auf eine 404-Seite. Hier sind wir in unserem Shop-Bereich, nämlich wir haben ja den SEO-Kurs. Das heißt, wenn ich das auflöse, genau, haben wir unser SEO-Kurs-Produkt. Es gibt scheinbar Verlinkungen, ist irgendwo ein Link gesetzt, intern meist, und erzeugt das Problem. Oder eben hier, am 20.01.2024, also relativ aktuell, haben wir diese URL mit einem 404-Fehler. Was würde ich jetzt in dieser Situation tun? Und ich würde in dieser Situation tatsächlich handeln. Ich würde mir auf der einen Seite anschauen mit Tools wie Screaming Frog. Ich blende dir auch gern unsere Screaming Frog Anleitung ein. Mit Screaming Frog würde ich einfach schauen, wo ist dieser Link verlinkt und würde versuchen, den sozusagen zu korrigieren. Wenn ich das nicht kann oder nicht tun möchte, dann würde ich einfach den URL weiterleiten auf ein sinnvolles Ziel. Also ich wette, wir haben einen Blogartikel zum Thema SERP-Snippet-Optimierung. Da ist nur irgendwie diese Verbindung mal verloren gegangen oder diese URL war mal gültig und den würde ich eben umleiten auf unseren Blogartikel SERP-Snippet-Optimierung und dann wäre das Problem gelöst und wäre aus diesem Report dann später wieder heraus. Wie lange braucht eigentlich Google, bis sozusagen Fehlermeldungen heraus sind? Sie sind nie heraus, sondern eben, man muss das immer zeitlich ansehen, ob die Anzahl der Fehlermeldungen sich eben reduzieren oder der Warnmeldungen. Das heißt, wenn ich da jetzt von 210 URLs 100 nacharbeite, dann hoffe ich, dass die nächsten Tage diese Gesamtanzahl der betroffenen Seiten eben sich reduziert. Grundsätzlich kann ich aber auch jederzeit eine Prüfung anfordern bei Google mit dem Button und dann überprüft er mir die Fehler und gibt mir nach seiner Überprüfung einfach ein aktuelles Feedback. Rechts oben sieht man auch eben, wann das letzte Mal, das war vor 4 Tagen, wurden hier die Daten aktualisiert. Du hast es gerade auch unseren SEO-Kurs gesehen, die ich dir sehr ans Herzen legen möchte. Das ist für jeden interessant, der in SEO richtig eintauchen möchte. Du hast über 30 Videos, die auf YouTube nicht veröffentlicht sind, wo ich dich Schritt für Schritt durchleite durch alle großen Bereiche des SEOs. Vorteil ist natürlich sicher, du kannst jederzeit mir und meinem Team Fragen stellen, wenn du Fragen hast oder vor Herausforderungen stehst im Bereich SEO. Und einmal im Monat kannst du bei unserem Videocall dabei sein, auch Fragen stellen oder gerade interessanten Themen launchen. Natürlich ist aktuell das Thema KI, ChatGPT und so weiter das Hauptthema, mit dem wir uns auch im SEO-Kurs beschäftigen. Und im nächsten Call stellen wir unsere internen It-Helps GPTs vor und stellen die dann natürlich allen unseren Kursteilnehmern kostenfrei zur Verfügung. Wenn dich mehr interessiert zum SEO-Kurs, unten einfach den ersten Link in der Beschreibung anklicken. Und wie besprochen geht es am Ende des Videos ja noch einen Special-Rabattcode, der aber nur für eine gewisse Zeit lang hält. Gut, dann haben wir die Fehlermeldung Soft 404, bedeutet, dass wir eine Weiterleitung eingerichtet haben, die auf die Startseite führt. Und das erkennt oder ordnet Google manchmal als einen Soft 404 vor. Das ist, wenn ihm thematisch die Weiterleitung nicht passt. Wir haben vorher das Beispiel gehabt, SERP-Snippet-Optimierung, da war ein Link nicht korrekt. Wenn ich den auf den Blogartikel umleite, alles okay. Würde ich diesen Link aber auf die Startseite umleiten, dann sagt er, das passt aber thematisch nicht, weil die Startseite ist was Allgemeines. Da geht es jetzt nicht um SERP-Snippet-Optimierung. Deswegen definiere ich das mal auf Soft 404. Grundsätzlich kein Problem. Bei der Weiterleitung würde ich immer eher empfehlen, eben einen sinnvollen Nachfolger zu finden, nur im Notfall auf die Startseite weiterzuleiten. Und auch hier würde ich mir wieder ein bisschen ab und zu einfach hineinschauen. Da ist die Häufigkeit nicht sehr oft, aber ist doch da. Also diese URL hat überhaupt eine andere Meldung. Sehr witzig. Also das war am 21.01. scheinbar temporär ein Problem. Schauen wir uns da an. Shopify POS. Auch da. Jos
DOS-Error. Genau, also da haben wir ein Problem, aber nicht ein Problem, der es mir hier zeigt. Das heißt, das hier würde ich sofort auch wieder in Aktion gehen. Ich kann mir diese Liste hier natürlich dann über Exportieren in ein Excel exportieren und ich würde sozusagen für jeden dieser URLs einfach eine Weiterleitung einrichten oder überprüfen, ob mein technisches System gerade ein Problem hat, weil das da eben scheint sehr, sehr komisch. Gut, wir gehen weiter zur nächsten Fehlermeldung. Das ist eine sehr seltene Fehlermeldung, wenn nicht autorisierte Anforderung blockiert. Und zwar, wir haben manchmal sozusagen einfach Testumgebungen oder sonstiges scheinbar oben gehabt. Die sperren wir natürlich. Das heißt, wenn man sowas aufruft, dann sind die meist, genau, sie sind schon entfernt oder es kommt zu einem Passwortschutz, bevor man überhaupt irgendwas sieht. Da gab es scheinbar mal Umgebungen, die sozusagen wir hier kurzzeitig die Domäne verwendet haben. Wir haben damit, glaube ich, komplett aufgehört und verwenden andere Subdomänen. Ja, ein sehr seltenes Problem. Nächstes ist durch robots.txt blockierte Inhalte. Das sind 13 anscheinend oder angeblich. Und zwar diese Inhalte habe ich durch einen robots.txt-Befehl. Robots.txt ist ja bei jeder Website aufrufbar mit dieser URL. Also einfach alles streichen, /robots.txt Enter. Das könnt ihr bei Amazon bei allem machen. Und dann seht ihr gewisse Befehle. Und hier haben wir ein paar Sachen, ein paar Pfade und so weiter gesperrt und manche erlauben wir. Das Ergebnis davon ist eben, dass manche Seiten davon gesperrt sind. Aus meiner Sicht muss man das halt einfach durchschauen. Also auch hier sehe ich wieder ein paar Shop-URLs, die dazugekommen sind, ein paar Dev-Umgebungen. Genau, ich muss mir das anschauen, sind die betroffenen URLs mir wichtig, ja oder nein? In dem Fall sind mir auf den ersten Blick keine davon wichtig. Das ist irgendwas Altes, Shop, Pressumvorlage im PDF, bin ich jetzt eh nicht so der Freund, dass PDFs im Index sind, in unserem Fall. Diese Impressumsvorlage könnte man sich anschauen, warum das ist wieder das PDF, das gesperrt wurde. Also scheint für mich okay. Wäre dann URL für dich drinnen, der eben im Index sein sollte, müsste man hier handeln und die robots.txt so anpassen, dass die URLs danach wieder testbar sind. Gut, eine weitere Meldung ist eben durch No-Index-Tags ausgeschlossen. Haben wir 12 Stück. So, also sprich, diese URL, wenn ich diese öffne, da gibt es diese Seite und wenn ich mir da jetzt anschaue, dann ist diese Seite auf No-Index gesetzt. So, das heißt, No-Index bedeutet für Google, du darfst dir die Seite anschauen, aber du darfst sie nicht in die Google-Suche aufnehmen. Und das ist interessant, das ist nämlich unsere Autorenseite. Aus meiner Sicht ein Fehler. Das heißt, wenn wir in unseren Blogartikeln haben wir eben immer den Sebastian Prohaska oder eben den aktuellen Autor drinnen. Und wenn man dann da draufklickt, wo auch immer hier, dann kommt man auf genau die Seite, die ist aktuell auf No-Index. Also das einfach umstellen auf Index, wenn mir das wichtig ist. So, das war wieder Subdomain, gratis SEO-Analyse, Anforderungen, wir schreiben deine Webinhalte. 17.09. Es kann ja auch sein, dass das alt ist. Nein, also das ist auch, gleiches Thema, auf No-Index gesetzt worden aus irgendeinem Grund. Muss man sich anschauen. Gleiches Thema wieder. Die Fehlermeldung diente dazu zu sagen, hier ist eine Liste, die schaue ich durch, ich verstehe den Fehler so ein bisschen und dann bewerte ich, ob das überhaupt für mich interessant ist und ich Aktion durchführen sollte oder nicht. Testumgebungen sind mir egal, da ein SEO-Manager, wenn das eine Stellenausschreibung ist, genau, und die noch aktiv wäre No-Index blöd, aber ich würde da auf jeden Fall schon handeln und werde das auch meinem Team dann natürlich weiterleiten. So, Duplikat-Nutzer vom Nutzer nicht als kanonisch festgelegt. So, bedeutet, dass wir hier eine URL haben. Das ist eine Shop-URL, die lasse ich kurz aus, aber nehmen wir mal diese Blog-URL her. Das heißt, wenn ich diese URL mache, das ist ein RSS-Feed, ein bisschen was Technisches, aber dann habe ich hier keine Canonical URL definiert. Sonst habe ich bei unserer Installation überall einen Link, der sozusagen ja auf sich selber zeigt. Also so wie da. Da ist auch keiner, sehr interessant. Ich glaube, es wird bei No-Index gelöscht. So, Referenzen ist das sozusagen das Gleiche. So, und bei diesem Beispiel mit dem RSS-Feed schauen wir uns noch an ein anderes. Das war eine Testumgebung, das ist der Shop und alles Testumgebungen. Also ab und zu habe ich da ganz wenige, wo ich als Website-Admin keinen Canonical gesetzt habe und Google meint aber, es ist ein Duplikat von einem anderen Inhalt. Also hier auf jeden Fall Liste anschauen, immer aufs Datum achten. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil das ist 2023 viele oder älter. Dann ist das auch hier, die Testumgebung gab es mal 2021, also es sind doch schon ein paar Tage her.
Genau, gecrawlt und zurzeit nicht indexiert ist schon sehr interessant. Und zwar bedeutet, Google hat die Seite erkannt, aber nicht in den Google-Index aufgenommen. Und für den Filter gehe ich kurz in meine Sitemap hinein, weil das natürlich Seiten sind, die ich dann hineinsende. Und da habe ich keinen Fehler. Da hatte ich mal ein Problem, aber nein. Das heißt, alle Seiten, die ich dort aufliste, automatisiert, sind im Index vorhanden. Das wäre so das Ideal. Dann gehen wir doch wieder zurück, alle bekannten Seiten. So, das heißt, 2024, also relativ aktuell, ist diese Seite eben nicht indexiert worden, diese Seite hier. Man sieht hier eine sehr komische Umleitung, muss man sich anschauen, genau, Canonical und URL ist da irgendwie ein bisschen kaputt. Ein Joomla-Problem, ein bekanntes leider, und da gibt es ein Problem und deswegen wahrscheinlich, weil es eine Weiterleitung ist auf eine URL, die einfach ein Blödsinn ist. Es ist aber der englische Teil unserer Website. Genau, das heißt einfach, ich muss mal anschauen, warum Google meinen könnte, dass er diese Seite nicht aufnimmt. In unserem Fall eben Umleitung auf eine Seite, die unlogisch ist, nämlich mit diesen ganzen Prozent 20. Da ist eine fehlerhafte Weiterleitung drinnen. Genau, wenn mir das wichtig ist, kann ich es ausbessern. Uns ist jetzt, das betrifft scheinbar mehrere englische Inhalte. Genau, gleiches Problem. Da sehe ich einen roten Faden. Das heißt, ich gehe zu meinem Webentwickler und sage, das ist natürlich bei uns intern, aber gehe zu unserem Team und sage, du, da haben wir ein Problem. Kannst du mal abschätzen, wie viel der Aufwand ist, um das zu beheben? Weil im SEO ist immer das Thema, schön, dass wir ein Problem beheben, aber die Frage ist immer, wie hoch ist der Nutzen? Und die englischen Inhalte sind uns leider aktuell nicht so wichtig. Ja, wenn der sagt, 10 Minuten ist erledigt, dann sage ich go. Wenn er sagt, ich brauche 10 Stunden, dann werde ich sagen, dann lassen wir es sein. Habe ich jetzt irgendwie Nachteile, weil ich jetzt 5 Seiten irgendwo ein Problem habe? Nein, die anderen Seiten werden davon eigentlich nicht beeinflusst. Dass ich da irgendwie, weiß nicht, Google hat viele Fehlermeldungen, deswegen mag mich Google nicht. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Und die letzte Meldung oder einer der letzten Meldungen ist eben Duplikat. Google hat eine andere Seite als der Nutzer bestimmt. Ist auch wieder das Thema. Wir haben hier jetzt wieder eine Steigerung. Wir sehen hier wieder sehr viel englischer Block, sehr interessant. Wenn ich das jetzt aufmache, wieder gleiches Thema. Ich glaube, es ist die Weiterleitung, die sein Problem ist. Ich nehme an, dass die Seite und die Seite würde sie aufgehen. Ja, die geht nämlich auch auf, dass die zueinander Duplikate sind. Also, die Fehlermeldung per se bedeutet, dass ich als Website-Admin so einen Canonical gesetzt habe und Google sich aber dagegen entschieden hat. Okay? Also sprich, dieses 2020, da gebe ich mir an, ja, ich bin ein Original, aber Google hat eben diese Seite auch angeschaut und gesagt, na, das glaube ich dir nicht, die 2 Seiten sind, und das stimmt ja auch, das sind 2 URLs, die sozusagen beide den gleichen Inhalt zeigen, also ganz klar ein Duplikat. Deswegen in dem Szenario auch okay, wenn ich das andere Problem mit meinen URLs, mit dem Prozent 20 löse, dann ist das Problem natürlich auch weg. Das waren einer der häufigsten Fehlermeldungen oder Warnmeldungen. Nochmal zusammengefasst, es ist immer ein Indiz, sich anzuschauen, was betrifft es. Und dann kannst du entscheiden, ob das URLs betreffen, die dir aus SEO-Sicht irgendwo wichtig sind. Und nur dann würde ich handeln. Also einen Fehler verstehen, zu schauen, was könnte ein Fehler sein und dann wirklich aktiv entscheiden. Wenn du die Fehlermeldungen lässt, du siehst es bei uns, tut das nicht der Sache. Wir ranken sehr, sehr gut für sehr viele Dinge, auch wenn unsere technische Basis da manchmal Probleme hat. Aber Spoiler, unsere neue Website ist sozusagen in ein paar Wochen gelauncht. Dann hoffen wir natürlich, dass viele dieser Problemchen gelöst sind. Wie versprochen, natürlich sind wir am Ende des Videos und du kriegst noch einen Rabattcode von mir. Mit YouTube -50 bekommst du 50% auf den SEO-Kurs. Das heißt, der kostet statt 500, haben wir ihn ja aktuell reduziert auf 400. Und von den 400 kriegst du ihn um 199,50 €. Das Angebot gilt bis Ende Februar 2024, dann läuft der Code automatisch aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dich das Thema Google Search Console grundsätzlich interessiert, dann empfehle ich dir eben die erwähnte Mitmachanleitung von uns und eventuell unser neuestes Video. Viel Spaß, like dieses Video, abonniere unseren Kanal und teile es gerne mit deinen Freunden oder Bekannten. Alles Liebe und bis bald.